Moin, willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal wieder den Wagen ein bisschen pimpen. Ein Tempomat wird eingebaut. Sollte nur von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor allen Dingen, weil man halt den Airbag ausbauen muss. Und das ist gefährlich, das Ding kann explodieren. Also ich mache das hier auf eigene Gefahr. Macht das nicht nach. So, für jeden, der das nachmachen will, Spaß beiseite. Gucken wir erstmal, was hier drin ist. Also den Karton hier, das ist Volkswagen-Ding, passt aber auch ein Sprinter. Ist ja vieles baugleich. Gucken wir mal, was drin ist. Also wir haben eine Einbauanleitung. Dann haben wir hier das Ding. Bloß mit einer zusätzlichen Aussparung hier. Für den Schalter. Ja. Ja, und dann haben wir noch ein neues Gaspedal. Da muss ich mal die Kamera wegstellen. Moment. So, also dann haben wir noch ein neues Gaspedal. Das wird einfach mit 2 Schrauben festgemacht und oben kommt ein Kabel rein. Ja, das war's auch schon. Ich werde das... Ach nee, hier ist noch so ein... Ja, hier ist noch die Kappe. So eine Plastikkappe mit drin. Für die Abdeckung. Ich werde das mal alles Schritt für Schritt dokumentieren. Auch mit... auch nach der Anleitung hier. Sollte nicht so schwer sein. Als allererstes... Ah ja, was ich noch vergessen hatte... Wenn ich das Ding eingebaut habe, funktioniert es nicht. Man muss das bei Mercedes freischalten lassen. Manche freien Werkstätten können das auch, die haben auch so ein Gerät. Man braucht so ein spezielles Diagnosegerät. In meinem Fall Bosch oder wie hieß das andere Ding? Gucke ich nach, blende ich unten ein. Hat mir der Verkäufer hier erzählt. Habe ich bei eBay gekauft, 215 €. Das heißt, man muss es freischalten lassen, wird unten angestöpselt, dann gehen die hier in den Computer rein und schalten den Tempomat halt frei. Kabelei sollte alles vorinstalliert sein hier. Ich habe bei Mercedes angerufen, die wollen dafür 250 € haben und Termine erst, keine Ahnung, in 3 Wochen oder so. Deswegen werde ich zu meiner Werkstatt meines Vertrauens fahren. Ich habe die angeschrieben, die sagen, ja, kriegen wir bestimmt auch hin. Sollte klappen, haben sie gesagt. Werden wir sehen, berichte ich dann, was das gekostet hat. So, als allererstes, die Batterie muss abgeklemmt werden. So, Batterie beim Sprinter sitzt hier drunter. Mal einmal hier diese 3 Schrauben lösen. So, dann die Matte raus. Dann können wir die Abdeckung von der Batterie rausnehmen. Und ich habe mir hier tatsächlich mal einen Trennschalter eingebaut, damit ich nicht immer den Minuspol abklemmen muss, weil ich hier öfter mal ran muss. So, das heißt, aus damit. Und jetzt dürfte ja nichts mehr passieren. Und als nächstes haben wir hier hinten 2 Torx-Schrauben, die müssen wir lösen, um den Airbag abzubauen. Die war nicht allzu fest. Ich lege mal die Abdeckung hier wieder auf die Batterie, damit mir da nichts reinfällt. So sieht das Ganze aus und man soll zuerst den schwarzen lösen, dann mit dem Schraubenzieher den
Orangen hochdrücken und den lösen. Okay, der kleine hier ist es. So. Und jetzt den Orangen hier hochdrücken. Oh, jetzt kommt ein Anruf rein, ey Mann. Fängt plötzlich an zu vibrieren hier. Oh, lieber die Uhr ab. Zack. Bisschen fummelig. Jetzt haben wir den hier abziehen können. Da ist er ab. So. Und die Airbag-Einheit jetzt schön beiseite legen. Als nächstes hier mit dem 12er Imbus das Lenkrad lösen. Und ich weiß, dass der 80 Newtonmeter hat. Das heißt, der wird ordentlich fest sein. Ich habe leider keine Nuss, ich habe leider hier nur so einen Imbusschlüssel. Werden sehen. Oh. Der ist gut fest. Muss ich irgendwie mit dem Hebel arbeiten. Einmal ordentliches Werkzeug haben. Tut sich mal gar nichts. So, ich habe mir jetzt hier ein Stück von dem 10er Inbus abgeflext und den kann ich jetzt hier in meine 10er Nuss reinstecken und habe jetzt einen besseren Hebel, der auch bis 220 Newtonmeter kann, und damit probieren wir es jetzt mal, ob ich zerbrösel ich das hier nicht. Ist das zu lang? Nee, das ist so fest. Oh, da haben wir ihn. Wow. Hier ist ein bisschen Loctite dran. Deswegen sitzt sie so fest. So, und hier ist ja so eine kleine Kerbe. So muss das Lenkrad nachher exakt wieder hier drauf passen. Lenkrad ab. So, nächster Step ist diese 3 Schrauben lösen und das Ding vorsichtig abziehen. So, das ist ein 10er Torx. Die Schraube war schon echt lose. Nee, ich will kein Eis, danke. Peter, bring's mal wieder rein. So, und jetzt das Ding hier vorsichtig abziehen, sagen sie. Kommt die kleine Abdeckung mit ab. So, nächster Step. Diese Schraube lösen. Die ist auch nicht wirklich fest.
Da haben wir sie. Jetzt können wir die Einheit abziehen. So. Als nächstes diese 3 Schrauben lösen. So, dann haben wir hier diese Kupferringe als Abstandshalter. Die beiden hier oben müssen raus, weil da kommt dann quasi der Tempomat hin. Jetzt nehmen wir die neue Verkleidung. Also die mache ich jetzt hier nur so, weil die waren auch echt nicht fest dran. Die mache ich nur so handfest, wie ich sie in dieser Stellung halt handfest machen kann. Mit diesem Griff meine ich. Dann kann hier jetzt wieder diese Kappe dran. Okay, jetzt baue ich die Geschichte hier wieder rein. Zack. Und dann kommt diese Schraube hier wieder reingedreht. Mäßig fest. So, jetzt kommt die kleine Verkleidungsklemme hier noch hier drauf. Dann ist hier auch alles schön. Dann kommen diese 3 Schräubchen wieder hier rein. Also die waren wirklich nicht fest, die Schrauben. Als nächstes müssen wir das Lenkrad wieder hier ranfummeln. So, das ist wieder genauso auf dem Pin. Das machen wir hier noch ein bisschen sauber wieder. Ich habe natürlich ein bisschen Loctite an die Schraube gemacht. Das ist so eine Art Kleber, kann man sagen, dass die sich nicht losrüttelt. Und schon mal festgezogen. Jetzt müssen wir hier 80 Newtonmeter. Zack. So, jetzt kommt der Airbag wieder rein. Das ist halt ein irres Teil. Da habe ich echt Respekt vor. So rum. Das heißt, als erstes kommt wieder dieses Kabel ran. Zack. Zack. Okay, es ist nicht explodiert. Dann kommt dieses Kabel wieder ran. Auch nicht explodiert.
So, dann wird es wieder rangeschraubt. So, Airbag wieder drin. Wir haben einen Tempomathebel jetzt. Jetzt müssen wir noch das Gaspedal wechseln. Gaspedal sind nur die beiden Schrauben und den Stecker ab. Und dann das neue ran. Gut. Ja, das ist auch nicht fest. Eigentlich wollte ich das in der Werkstatt machen lassen, ich mich nicht so richtig dran getraut habe. Aber ja, die Werkstatt hatte keine Zeit und die haben das selber noch nie gemacht. Und die sagten, ja, es ist schwierig, allein das Gaspedal auszubauen. Ja, und dann habe ich gedacht, naja, so schwierig ist das Gaspedal nicht. Wenn das schon die Schwierigkeit ist, dann kriege ich das auch selber hin. So. Stecker wieder rauf. Zack. Gaspedal getauscht. Da kommt der Kick. Super. Am Ende solltet ihr ein Gaspedal übrig haben und eine alte Blende. Und dann hat man hier jetzt schön den Tempomatschalter drin. Jetzt klemme ich mal die Batterie wieder an und gucke, ob das Auto noch anspringt. Ah, perfekt. Das bedeutet jetzt noch in die Werkstatt fahren, das Ding freischalten lassen und dann haben wir ein Tempomat. Die Tatsache, dass hier diese kleine Lampe leuchtet, zeigt ja, dass die Lenksäule wirklich schon fertig verkabelt war. Alles war vorbereitet, man muss das Ding eigentlich nur nachrüsten. Soll nicht bei jedem Sprinter so sein, dass der Kabelbaum vorbereitet ist. Manchmal muss man hier drin noch ein Kabel verlegen, aber hier scheint es zu funktionieren. Ja, jetzt wieder eine Woche vergangen. Ich war bei meiner freien Werkstatt, wollte den Tempomat freischalten lassen. Er hat das versucht mit dem Bosch KTS 350 oder so hieß das Gerät. Das hat leider nicht geklappt. Ich denke, wenn das geklappt hätte, hätte ich vielleicht noch nicht mal was dafür bezahlt, weil es sah eigentlich alles easy und schnell aus, aber die Einstellung war halt irgendwie in dem Gerät nicht vorhanden. Das heißt, ich musste mir tatsächlich noch einen Termin bei Mercedes holen, bin aber zu einem anderen gefahren. Hier in der Nähe habe ich Mercedes Nutzfahrzeuge Händler gefunden, und da unser Sprinter eh noch ein Software-Update benötigt hat, da kam irgendwie letztes Jahr ein Brief von wegen, kommen Sie doch vorbei, gibt es kostenlos ein Software-Update. Habe ich bislang noch nicht gemacht. Habe ich den halt gefragt, hey, kannst du Tempomat freischalten? Jo, kann ich, kein Problem. Und machst auch das Software-Update mit, das bezahlt ja Mercedes. Und wenn du dann das Gerät sowieso schon einmal angeschlossen hast, dann kannst du ja gleich den Tempomat mit freischalten. So wird es ja vielleicht ein bisschen günstiger. Und ja, er sagte, ja, ein bisschen günstiger wird es. Zuerst hat er 150 veranschlagt, jetzt letztlich habe ich mit dem Software-Update, was ja umsonst ist, 99 plus Steuer bezahlt, also 117 oder so. Und jetzt funktioniert es. Habe ich schon ausprobiert. Top. Halt ein Tempomat. Hat auch eine Limiter-Funktion. Also kannst du einstellen, was weiß ich, fahr maximal 100. Und dann kannst du draufdrücken, wie du willst. Er fährt halt maximal 100. Ja, finde ich auch ganz cool. So, ja, wie man sieht, 24. August, Deutschland. Der Winter ist wieder ausgebrochen. Heute Nacht war schon richtig kalt, 11 Grad. Es wird Zeit, dass wir nach Spanien kommen. Am 7. September machen wir uns auf den Weg. Endlich wieder in die Wärme.
Jo, da freuen wir uns schon drauf. Das war's für dieses Video. Ciao.